Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Warum sollten wir Dinge nicht auf morgen verschieben? Es ist so einfach, Dinge immer wieder aufzuschieben, aber wir wissen, dass das nicht gut für uns ist. Oft finden wir Ausreden, warum wir etwas nicht jetzt machen können. Doch, warum ist es so wichtig, im Hier und Jetzt zu handeln? Ich denke, es geht um Verantwortung und Disziplin. Wenn wir ständig Dinge auf später verschieben, kommen sie irgendwann wie ein Berg von Aufgaben auf uns zu. Das kann uns überfordern und uns gestresst machen. Aber was passiert, wenn wir Dinge direkt erledigen? Wir fühlen uns nicht nur besser, sondern gewinnen auch mehr Kontrolle über unser Leben. Und genau das ist der Punkt, oder Ismail? Ja, genau, Irina. Oft ist es so, dass wir den Moment genießen wollen, ohne uns mit Aufgaben zu belasten. Aber wenn wir die Dinge immer wieder aufschieben, wird der Druck irgendwann so groß, dass es schwer wird, überhaupt zu wissen, wo man anfangen soll. Ein weiteres Problem ist, dass Aufschieben unsere Produktivität beeinträchtigt. Je länger wir warten, desto schwieriger wird es, mit der Arbeit anzufangen. Wir denken oft, dass wir später mehr Energie haben werden, aber in Wirklichkeit kommt die Motivation meistens nicht von alleine. Umgekehrt, wenn wir eine Aufgabe gleich angehen, sind wir stolz auf uns und die Motivation wächst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir oft vergessen. Der Anfang ist der schwierigste Teil. Ja, genau. Der Anfang ist oft das größte Hindernis. Aber wenn wir erst einmal angefangen haben, merken wir, dass es gar nicht so schlimm war, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Unsere Ängste und Bedenken sind oft größer als die tatsächliche Aufgabe. Ein weiterer Punkt ist, dass wir durch das ständige Aufschieben den Moment verpassen, in dem wir wirklich kreativ und produktiv sein könnten. Es gibt diese berühmte Redewendung: Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist heute. Wenn wir immer wieder auf morgen warten, verpassen wir Chancen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Genau, das stimmt. Und ein weiterer Aspekt ist, dass Aufschieben oft mit Prokrastination verbunden ist. Und Prokrastination ist nicht nur ein harmloses Laster, sondern kann zu ernsthaften Problemen führen. Wir verlieren Vertrauen in uns selbst und die Dinge, die wir versprochen haben zu tun. Die Gefahr dabei ist, dass wir uns selbst belügen. Wir sagen uns, dass wir später damit anfangen, aber es gibt immer einen späteren Moment. Dieser Teufelskreis kann schwierig zu durchbrechen sein. Aber wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass der einzige richtige Zeitpunkt jetzt ist, können wir uns aus dieser Falle befreien. Ich denke, die Veränderung beginnt mit der Entscheidung, jetzt etwas zu tun und nicht erst morgen. Absolut. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt. Wie sehr beeinflusst es unsere mentalen und emotionalen Zustände, wenn wir Dinge aufschieben? Wir fühlen uns oft gestresst und überfordert, weil wir wissen, dass noch so viel zu tun ist. Wenn wir es aber anpacken, erleben wir diese Erleichterung und den Stolz, etwas erledigt zu haben. Und das wirkt sich positiv auf unsere Stimmung aus. Wir fühlen uns weniger ängstlich und mehr im Einklang mit uns selbst. Ich glaube, wenn wir uns diese positiven Gefühle öfter bewusst machen, fällt es uns leichter, nicht mehr zu prokrastinieren. Und letztlich geht es auch darum, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, oder? Ja, genau, Irina. Verantwortung für unsere Aufgaben zu übernehmen, gibt uns ein besseres Gefühl der Kontrolle. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Weg, Dinge zu erledigen, auch der Weg zu einem zufriedeneren Leben ist.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Warum sollten wir Dinge nicht auf morgen verschieben? Es ist so einfach, Dinge immer wieder aufzuschieben, aber wir wissen, dass das nicht gut für uns ist. Oft finden wir Ausreden, warum wir etwas nicht jetzt machen können. Doch, warum ist es so wichtig, im Hier und Jetzt zu handeln? Ich denke, es geht um Verantwortung und Disziplin. Wenn wir ständig Dinge auf später verschieben, kommen sie irgendwann wie ein Berg von Aufgaben auf uns zu. Das kann uns überfordern und uns gestresst machen. Aber was passiert, wenn wir Dinge direkt erledigen? Wir fühlen uns nicht nur besser, sondern gewinnen auch mehr Kontrolle über unser Leben. Und genau das ist der Punkt, oder Ismail? Ja, genau, Irina. Oft ist es so, dass wir den Moment genießen wollen, ohne uns mit Aufgaben zu belasten. Aber wenn wir die Dinge immer wieder aufschieben, wird der Druck irgendwann so groß, dass es schwer wird, überhaupt zu wissen, wo man anfangen soll. Ein weiteres Problem ist, dass Aufschieben unsere Produktivität beeinträchtigt. Je länger wir warten, desto schwieriger wird es, mit der Arbeit anzufangen. Wir denken oft, dass wir später mehr Energie haben werden, aber in Wirklichkeit kommt die Motivation meistens nicht von alleine. Umgekehrt, wenn wir eine Aufgabe gleich angehen, sind wir stolz auf uns und die Motivation wächst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir oft vergessen. Der Anfang ist der schwierigste Teil. Ja, genau. Der Anfang ist oft das größte Hindernis. Aber wenn wir erst einmal angefangen haben, merken wir, dass es gar nicht so schlimm war, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Unsere Ängste und Bedenken sind oft größer als die tatsächliche Aufgabe. Ein weiterer Punkt ist, dass wir durch das ständige Aufschieben den Moment verpassen, in dem wir wirklich kreativ und produktiv sein könnten. Es gibt diese berühmte Redewendung: Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die zweitbeste Zeit ist heute. Wenn wir immer wieder auf morgen warten, verpassen wir Chancen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Genau, das stimmt. Und ein weiterer Aspekt ist, dass Aufschieben oft mit Prokrastination verbunden ist. Und Prokrastination ist nicht nur ein harmloses Laster, sondern kann zu ernsthaften Problemen führen. Wir verlieren Vertrauen in uns selbst und die Dinge, die wir versprochen haben zu tun. Die Gefahr dabei ist, dass wir uns selbst belügen. Wir sagen uns, dass wir später damit anfangen, aber es gibt immer einen späteren Moment. Dieser Teufelskreis kann schwierig zu durchbrechen sein. Aber wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass der einzige richtige Zeitpunkt jetzt ist, können wir uns aus dieser Falle befreien. Ich denke, die Veränderung beginnt mit der Entscheidung, jetzt etwas zu tun und nicht erst morgen. Absolut. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt. Wie sehr beeinflusst es unsere mentalen und emotionalen Zustände, wenn wir Dinge aufschieben? Wir fühlen uns oft gestresst und überfordert, weil wir wissen, dass noch so viel zu tun ist. Wenn wir es aber anpacken, erleben wir diese Erleichterung und den Stolz, etwas erledigt zu haben. Und das wirkt sich positiv auf unsere Stimmung aus. Wir fühlen uns weniger ängstlich und mehr im Einklang mit uns selbst. Ich glaube, wenn wir uns diese positiven Gefühle öfter bewusst machen, fällt es uns leichter, nicht mehr zu prokrastinieren. Und letztlich geht es auch darum, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, oder? Ja, genau, Irina. Verantwortung für unsere Aufgaben zu übernehmen, gibt uns ein besseres Gefühl der Kontrolle. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Weg, Dinge zu erledigen, auch der Weg zu einem zufriedeneren Leben ist.